Wird Flive PC noch vor Flive Universe an die Blockchain angebunden? Aktuell sieht's ganz danach aus. Und zwar, danke an Ali, der mir das auf Discord geschickt hat, haben wir einen Post auf Medium. Wer Medium nicht kennt, ist so eine Nachrichtenseite, wo man einfach als Unternehmen sich anmelden kann und einfach so allgemeine Nachrichten, die für viele Leute interessant sind, posten kann. Und wie ihr schon seht, haben hier eine Nachricht zu Rappels und Flive. Global favorite PC mobile games are coming to Gempion. Was Gempion ist, gucken wir uns gleich noch an, aber Gemhub Protocol sagt uns schon was, weil das ist eine Firma, die bereits mit WeMade Connect zusammenarbeitet und WeMade Connect sagt uns ja definitiv was von Flive Universe, also ihr seht schon, das ist so ein Full Circle aus Unternehmen, die alle irgendwie unter einer Decke stecken, also jetzt nicht im schlechten Sinne, sondern einfach im Sinne von, die arbeiten irgendwo alle miteinander. Und hier haben wir jetzt auch noch den, also nicht nur Flive Universe auf der einen Seite, sondern jetzt haben wir auch noch den Flive PC Circle. Weil wie ihr schon am Logo erkennen könnt und vor allem auch Rappels, geht es hier offensichtlich nicht um Flive Universe, sondern es geht tatsächlich um die OG-Versionen von Rappels und von Flive PC, Flive Online. Lesen wir uns kurz durch. Es ist sowieso nur sehr wenig Text leider. Gempion is a platform that specializes in competitive gaming in partnership with global blockchain company Everscale. It can be easily applied to existing Web 2 games such as PC and mobile games, and various global popular games will continue to join. Web 2 Games muss ich ehrlich gesagt auch googeln, wie es schon da steht, sind im Endeffekt einfach PC- und Mobile-Spiele, also klassische Download-Spiele. Web 3 ist dann eben ohne den Download-Part und hat auch was mit dem Serverstandort und der Datenspeicherung zu tun, aber das ist jetzt hier nicht weiter relevant. Relevant für uns ist vor allem das hier. Games coming to Gempion. Flive Online, Gala Lab PC. Rappels Online, Gala Lab PC. CLM, noch nie in meinem Leben gehört, ehrlich gesagt. Und Flive Legacy, Gala Lab Mobile. Each of these games will host various competitions in the Gempion event competition, including ranked matches, tournaments and dungeon clearance competitions. Also klingt grundsätzlich schon mal eigentlich ganz cool. Of the above games, Flive Online and Rappels Online are general versions of the games and are different from Flive Universe and Rappels Universe, which are being developed on the blockchain. Mit dem which are being developed on the blockchain sage ich jetzt mal nichts zu, weil das ist schon richtig, also das ist ein ziemlich dicker Batzen, sage ich mal, weil hier wird nicht Flive Universe irgendwie nochmal separiert, Flive Universe und Flive Universe NFT oder so, sondern hier steht einfach Flive Universe, was auf der Blockchain entwickelt wird oder mit der Blockchain entwickelt wird, was ja Stand jetzt eigentlich eine falsche Aussage ist, weil Flive Universe hat absolut nichts mit der Blockchain zu tun, zumindest als externer Beobachter. Aber die sagen das hier offensichtlich anders, also auch das ist schon nochmal ein Hinweis, yo, Flive Universe wird das auch früher oder später haben, hat es halt jetzt noch nicht. Flive Online is a popular game with global service in 16 overseas countries and Rappels Online in 10 countries, and the two games combined have about 100 million global cumulative members. Auch hier kann man noch einen Gedankenstrich hinzufügen. Also es sind 16 overseas countries. Mag mich jetzt täuschen, aber das ist definitiv nicht mehr aktuell. Also meines Wissens nach ist Flive Online in Nordamerika. Gut, kann man jetzt sagen, das sind 3 Länder oder das ist einfach Nordamerika. Also eigentlich ist es Flive US. Also wenn man es ganz genau nimmt, ist es Flive US, also eigentlich nur USA. Dann haben wir gut Europa zugegeben. Wir haben einen europäischen Server, aber kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, dass das dann 28 Länder sind oder so. Macht auch wenig Sinn. Also haben wir einen europäischen Server, kann man es einfach mal als Region oder Country nehmen. Dann haben wir 2, dann haben wir Deutsch, haben wir 3, dann haben wir Französisch, haben wir 4 und dann haben wir noch Koreanisch, haben wir 5. Und meines Wissens nach haben wir dann noch Taiwan, das sind 6. Und ich glaube, da hört es dann auch tatsächlich schon auf. Also ich glaube, es gibt Taiwan, Korea, China ist ja nochmal was ganz anderes. 3-mal in Europa und einmal in Nordamerika und das müsste insgesamt dann auf jeden Fall nicht 16 ergeben. Aber egal, die haben ja halt veraltete Daten leider zugespielt bekommen, offensichtlich.
Seal M is the mobile successor to the PC MMORPG Seal Online and officially launched in May in 8 countries including Thailand, Indonesia, Singapore and the Philippines. At launch it was the #1 App Store grossing game in Southeast Asia and is still cruising. Based on the PC MMORPG Flive Online, the mobile game Flive Legacy features an aerial dungeon, world boss system and an auction house system that allows for real-time item trading. Das ist, glaube ich, die schlechteste Beschreibung von Flive Legacy, die man noch machen kann, aber hey, wen juckt's? Und ja, das war's auch schon. Das war der Artikel, darunter steht alles nochmal in Koreanisch. Für die es interessiert. Wahrscheinlich wenige von euch, die Koreanisch können. Und ja, das ist auch schon alles an Informationen, was wir jetzt hier direkt haben. Aber das Ganze ist vom 5. Dezember, also von vor 2 Wochen, also top aktuell. Leider steht jetzt hier kein Datum drin, wann denn das passieren soll. Weil dieses Wann, das ist bei Gala immer so eine ganz große Frage. So, ja, wann denn? Also die kündigen irgendwas an oder du liest irgendwo etwas. Ich sage jetzt mal nicht, sie kündigen was an. Das ist fast schon wieder zu viel gesagt, ja. Aber sie sagen irgendwas. Also sie schreiben irgendwo was hin oder irgendwo in einem Artikel wird irgendwas erwähnt. Aber fehlt immer dieses Wann passiert das. Immer das Wann fehlt. Bis es dann 2 Tage bevor es passiert, dann sagen sie, ja, jetzt passiert's. So ist ungefähr die letzten paar Jahre mit Gala. So ungefähr fühlt sich das an. Sehr frustrierend teilweise, aber wir haben auf jeden Fall die Bestätigung, dass Flive Online, Flive PC, also auch an die Blockchain angeknüpft wird. Allerdings muss ich sagen, klingt das jetzt echt gar nicht mal so schlimm, weil NFTs werden hier jetzt erstens mal gar nicht erwähnt. NFTs haben wir also Blockchain an sich ist ja nochmal separat von NFTs direkt. Die NFTs existieren ja auf der Blockchain oder in der Verbindung mit der Blockchain, aber hier werden NFTs tatsächlich gar nicht erwähnt und wir gucken uns, wie gesagt, jetzt gleich noch die Website an, aber was sie im Endeffekt erreichen wollen, ist ja das hier. Also dieser Absatz ist eigentlich das, was jetzt passieren wird dann irgendwann. Wann denn dann, aber wenn es dann passiert. Each of these games will host various competitions in the Gemfion Event Competition, Ranked Matches, Tournaments, und Dungeon Clearance Competitions. Also eigentlich klingt das actually cool, weil solche Features wünscht man sich ja für ein Videospiel. Gut, dass das da dann irgendeinen Bezug zu Kryptowährungen und wie genau das dann funktioniert, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber so rein vom Prinzip her klingt das eigentlich ganz cool. Also ich meine, wer will keine Tournaments, Competitions, Aufträge und so weiter in einem Competitive System, also in einem Turnierformat oder so, wer will das nicht? Also ich meine, die Leute, die es nicht wollen, können es ignorieren und die Leute, die es wollen, können da mitmachen und Spaß dran haben. Also klingt erstmal eigentlich tatsächlich ganz cool. Und vor 2 Monaten wurde hier noch ein Beitrag zu BPMG und GemHub veröffentlicht. Und zwar will GemHub bzw. BPMG eine Gaming-Plattform for Competition eröffnen. Machen wir das mal ein bisschen größer. BPMG will also promote Gempion, also auf der G-Star, die war schon, a new game service that it will launch on November 16, also gerade mal vor einem Monat, in collaboration with global blockchain firm Everscale. Gempion stands out as a dedicated platform for competitive gaming, offering users of games hosted on the platform the opportunity to participate in tournaments and various missions. Also das, was wir gerade schon gelesen haben. This blend of gaming and mission-based challenges is expected to deliver a more immersive and engaging experience for users. Das war es aber noch nicht und jetzt wird es ein bisschen verwirrend. In anticipation of the G-Star exhibition, BPMG is working to onboard 4 new games onto its platform. One of them is strategy battle RPG Heroes 9 with NFT, and the other 3 are puzzle games, Jewel Dungeon Quest, Mayan Cryptex and Farm Raid Mission. Furthermore, GemHub has plans to introduce 10 additional games, including MMORPGs like Rapids Universe, Flive Universe, and Dark Eden M, along with social game Airy Farm. This expansion aims to enrich the gaming offerings on the GemHub platform, catering to a wider audience of players. Ja, und warum es jetzt halt verwirrend wird, ist, weil damals, also vor 2 Monaten, wurde gesagt, es handelt sich hierbei erstmal um Rapids Universe und Flive Universe. Flive Online, Rapids Online wird nicht erwähnt. Kann aber auch sein, dass dieser Beitrag hier das einfach falsch verstanden hat. Ich weiß nicht, wo die Quelle hier für diesen Beitrag ist. Aber
Jetzt heißt es quasi Flive Online, Rapids Online. Ich meine, dass Flive Universe zwangsläufig irgendwann folgen wird, ist nur eine Frage der Zeit. Wird ja hier auch nochmal erwähnt, dass sie auf der Blockchain bereits entwickelt werden. Also ist es nur eine Frage der Zeit, bis alles irgendwas mit Blockchain und NFT zu tun hat. Aber wie gesagt, das ist jetzt eben hier nochmal die Zusammenfassung, was denn dieses Gempion ist. Und jetzt sind wir mal auf der Seite Gempion. Also so sieht das Ganze aus. Die Website ist wie gesagt 1 Monat alt, also seit einem Monat gibt es diese Plattform. Und ehrlich gesagt, ich kann euch jetzt hier auch nicht so viel darüber erzählen, wie das Ganze funktioniert. Aber man sieht schon, hier oben gibt es anscheinend für dieses Mayan Cryptex, was wir uns gerade schon auch in dem Text erwähnt wurde, angeschaut haben, gibt es einen Total Price Pool für $1.500. Oh, es gibt keine weiteren Slides. Okay, das ist auch interessant. Nice. Hier sind Pfeile, aber es gibt nichts weiteres. Und ja, dann hat man hier eben noch diese verschiedenen Spiele und entsprechende Zeiträume, wann das denn stattfindet. Tournament. Also man weiß nicht genau, worum es sich handelt. Wir können mal auf eins draufklicken hier. Find Bird Daily Tournament. Man kann hier diese Währung verdienen, die man dann auf der Website wahrscheinlich irgendwo auch verkaufen kann, schätze ich mal, über sein Wallet dann wahrscheinlich verkaufen kann. Und genau, da stehen dann immer Daten da, falls es was kostet zum Beitreten, ein Format, Leaderboard. Und Teilnehmer ist 0 tatsächlich, okay. Vielleicht sehe ich das nur nicht, weil ich nicht angemeldet bin. Das kann ich jetzt nicht sagen. The more red gem you earn, the higher your rank is. Rule: earn red gem. How to mainly earn red gem? Level up bird from 4th bird. Unlock achievements, sticker collection rewards. Earned red gem from swap is excluded from the result. A rank reward is excluded from the result. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist wahrscheinlich spielspezifisch. Ja, aber so sieht das im Endeffekt aus. Also an für sich, wie gesagt, nichts wirklich Negatives. Also ich meine, solange das nicht ins Spiel eingreift. Also es ist immer so eine Frage, wird das Spiel dadurch schlechter, wird das Spiel dadurch besser oder ist es nur eine Erweiterung von bereits existierenden Systemen? Also zum Beispiel, wenn jetzt gesagt wird, in Flive farm 50 Dungeons, wobei ich mir da ehrlich gesagt frage, wie zum Teufel das getrackt wird, aber das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber grundsätzlich, wenn das jetzt nicht so ins Spiel eingreift, dass das Spiel dadurch schlechter wird, sondern höchstens besser, dann kann da ja gar nichts schief gehen. Aber ich meine, irgendeinen Hintergedanken werden sie schon haben. Also ich meine, das ist jetzt ja hier nicht die Wohlfahrt. Ja, die wollen uns kein Geld schenken oder so. Ganz im Gegenteil, die wollen Geld an uns verdienen. Und deswegen ist ja die Frage, was ist letztendlich dieses Ziel dieser Plattform? Ist das Ziel dieser Plattform, dass wir in die Kryptowährung von GemHub investieren? Ist es das Ziel, hier NFTs für uns attraktiv zu machen und die dann später irgendwie auch direkt an uns zu verkaufen? Es ist wirklich unmöglich zu sagen, was letztendlich das Ziel von denen ist. Das sagen sie uns natürlich auch nirgendwo, keine Frage. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass jetzt Flive Online wahrscheinlich, ich meine, das ist natürlich noch nicht sicher, vor allem mit dem Playpack-Server, der jetzt am 21. Dezember startet. Auch das könnte sich bereits um einen NFT-Server handeln. Halte ich zwar für recht unwahrscheinlich. Aber momentan überschlagen sich die Ereignisse fast schon ein bisschen bei Flive. Also fast jede Woche haben wir irgendeine neue Ankündigung, neues Update, neuer Server, irgendwas. Also eine sehr ungewöhnliche Situation, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Also für alle Flive-PC-Spieler nochmal zur Wiederholung. Ihr werdet früher oder später eine Verbindung kriegen zu Gempion. Die Website ist, by the way, gempion.io. Also so wie es hier steht, nur ein .io dahinter. Und da könnt ihr euch das dann selber mal angucken, ausführlich. Momentan gibt es da logischerweise noch nichts zu Flive, weil Flive noch nicht offiziell hier dabei ist. Was mir noch aufgefallen ist, die Participants sind tatsächlich überall auf Zero. Ne? Gibt es denn da noch irgendwas, wo auch tatsächlich, gehen wir mal auf Tournaments. Tournaments held 240, Total Prizes 4.655. Das ist überall 0 Teilnehmer. 0 Teilnehmer, 0 Teilnehmer, 0, 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 0. Okay. Ich glaube, das liegt dann wirklich daran, dass ich nicht angemeldet bin. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es hier wirklich nirgendwo Teilnehmer gibt. Ich meine, die Sachen finden legit. Ja, wobei, das ist 19. Januar tatsächlich. Moment mal. Ja, 16. November. Hier gab es 7 Teilnehmer. 33 Teilnehmer. Ja gut, okay, weil man hier 700 von diesen Tokens gewinnen konnte. Hier kann man immer nur so 3 oder so gewinnen. Okay, ein Teilnehmer, ja, der hat sich schmecken lassen, würde ich sagen. Naja, wie gesagt, wir sind mal gespannt. Ich beobachte das Ganze weiter. Wenn ich was Neues rausfinde, wird wieder ein Update-Video kommen.
aber ich denke mal, früher oder später wird dann auch eine offizielle Ankündigung in einer Form wohl kommen. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive Universe oder generell einfach Video wieder. Schaut auch im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.